Wusstet ihr, dass es in Indien noch mehr Kleidungsstücke für Frauen als nur den Sari gibt? Und wusstet ihr, dass eines davon nach einer berühmten Kurtisane benannt ist? Nein? Na dann, bleibt dran! Wey, Namaste! Herzlich willkommen bei Indisch für Anfänger. Ich bin die Latoya und ich freue mich so sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Das Kleidungsstück, über das wir heute sprechen, nennt sich Anarkali. Ich habe übrigens auch eins an. Das ist ein schöner Name, aber was verbirgt sich dahinter? Schauen wir es uns an. Ein Anarkali ist ein langes Kleid, das mindestens bis über die Knie geht, manchmal auch bis zum Boden. Es ist am Oberkörper eng und figurbetont und wird nach unten hin weit. Also es ist ein klassisches A-Linienkleid. Der Rockteil ist übrigens sehr, sehr weit und wirft viele Falten und unten drunter trägt man üblicherweise eine Leggings oder eine Churidar. Es kommt vom indischen Subkontinent und es gibt viele verschiedene Stile, von ganz schlicht für den Alltag bis hin zu super festlich, reich bestickt als Abendkleid. Das Anarkali wird auch Anarkali Shalwar Suit genannt. Anarkali steht für das Oberteil, das Kleid, Shalwar steht für das Unterteil, also die Hose. Und Suit steht einfach dafür, dass es ein Kleidungsstück aus mehreren Einzelteilen ist. Aber nun zum Hintergrund des Namens. Dieses Kleid ist benannt nach der Sagenfigur Anarkali, die eine Kurtisane und Tänzerin am Hof des Mogulherrschers Akbar gewesen sein soll und darüber hinaus eine Affäre mit dessen Sohn Jahangir gehabt haben soll. Aus Wut über dieses unziemliche Verhalten ließ der Herrscher sie bei lebendigem Leibe begraben. Das ist eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte, aber sie ist sehr beliebt in der indischen Populärkultur. Und so erfuhr das Anarkali, also das Kleidungsstück, durch den Film Mughal-e-Azam aus dem Jahr 1960 einen großen Aufschwung. Die Tänzerin Anarkali wurde in diesem Film von der wunderschönen Schauspielerin Madhubala verkörpert. Anarkali bedeutet übrigens auf Urdu Blüte des Granatapfelbaums. Ihr merkt schon, der Name drückt schon aus, diese Verletzlichkeit, Schönheit, Sanftheit, Zartheit der Trägerin. Anarkalis gibt es in allen möglichen Farben und Stoffen. In Baumwolle, Seide, Georgette, Kunstfaser und so weiter. Ja, und dann gibt es noch ganz viele verschiedene Typen. Ein paar davon würde ich euch heute gerne vorstellen. Und zwar haben wir da zuallererst das bodenlange Anarkali. Ich denke, der Name ist Programm. Es ist ein Anarkali, das bis zum Boden geht und es kann sowohl schlicht als auch sehr reich bestickt sein. Dann gibt es das Cape-Style Anarkali. Auch hier sagt der Name im Prinzip schon alles. An den Schultern ist noch so ein schleierartiger Stoff befestigt, im Prinzip so ähnlich wie mein Dupatta hier, der den Körper wie so ein beidseitiges Cape umspielt. Als nächstes das Jacket-Style Anarkali. Hier ist der obere Teil oder sogar das ganze Kleid, wie hier bei Sridevi, wie eine Jacke oder ein Blazer designt. Dann gibt es das Layered Anarkali, also ein Kleid, bei dem mehrere dünne Stoffschichten übereinander gelegt sind, Layers, was dem Kleid eine noch edlere und royalere Erscheinung gibt. Das Gown-Style Anarkali ist ein Mix aus indischem und westlichem Abendkleid. Es ist wirklich für einen Ball oder für eine festliche Veranstaltung gedacht. Es ist üblicherweise reich bestickt, auch ein bisschen sexy, oft ohne Ärmel, wie man hier ja sehen kann, und mit tiefem Ausschnitt. Das Pakistani Anarkali ist dann wieder etwas traditioneller. Es greift den pakistanischen Kleidungsstil auf und hat ähnlich wie beim Jacket Anarkali die Illusion von einem weiteren Kleidungsstück obendrauf. In diesem Fall aber eher eine Tunika bzw. Weste, die vorne offen und meistens auch seitlich geschlitzt ist. Dazu sind diese Anarkalis meist reich verziert und sehen sehr, sehr edel aus. Beim Palazzo Anarkali geht es dann eher um die Beinmode. Ich hatte ja vorher gesagt, eigentlich trägt man eine Leggings darunter. Man kann es aber auch mit einer Palazzo-Hose kombinieren, beziehungsweise mit einer Sharara, also mit weit ausgestellten Beinen, was auch ziemlich edel aussehen kann, so wie zum Beispiel bei Divani Mastani. Und zu guter Letzt gibt es auch modernere Versionen des Anarkali. Hier zum Beispiel ein sogenanntes Asymmetrical Anarkali, also eines, wo der Schnitt eben nicht ganz symmetrisch ist. Das kann sein, dass es vorne kürzer ist als hinten oder an einer Seite kürzer ist als an der anderen. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wozu passt nun aber ein Anarkali? Also aufgrund seiner vielen verschiedenen Stile und Ausführungen kann man es eigentlich zu jeder Gelegenheit tragen. Schlichte Anarkalis als Kleider für den Alltag sind halt super angenehm
Und festlichere, naja, sie sehen halt sehr festlich aus und sind super geeignet für jegliche Events. Reich bestickte und weit schwingende Anakelis können auch super für den Bühnentanz verwendet werden. So ist nicht umsonst das Anakeli das klassische Kathak-Kostüm, weil es durch diesen weit schwingenden Rock eben wunderschön die Chakras, also die Drehungen, unterstreicht. Anakelis sind aber auch super für Frauen mit breiten Hüften geeignet, weil es eben ein A-Linienkleid ist. Die sind dafür generell ja super. Ich finde, das Anakeli ist halt eine super Alternative für Frauen, die nicht die perfekte Sari-Figur haben, zum Beispiel ich. Ich finde, mir steht ein Anakeli so viel besser als ein Sari und ich fühle mich einfach in Kleidern generell sehr wohl, deswegen liebe ich dieses Kleidungsstück sehr. Es ist also sehr nah an meinem Herzen, dieses Video heute. So ihr Lieben, das war's zum Thema Anakeli. Ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid über dieses Kleidungsstück mit der leicht traurigen Hintergrundgeschichte und wisst jetzt, wonach ihr suchen müsst, wenn ihr euch ein indisches Kleid kaufen wollt. Ob jetzt für den Alltag oder für ein tolles Event oder eben für die Bühne. Falls dieses Video hilfreich war, dann gebt ihm doch ein Like, teilt es mit euren Freunden und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, damit ich noch weiterhin viele Videos über indische Kleidung machen kann. Ich danke euch fürs Zuschauen. Dhanyavad!